is all your stuff thrown out that door, Daddy? Oh, my. Your little girl is a feisty one. But don't worry, Ted. She'll soon call me Father. Der Herbst ist traditionell eine gute Zeit für uns Gamer. Schließlich kommen viele hochwertige Veröffentlichungen im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft auf uns zu. Dasselbe gilt auch für Apple. Dieses Jahr hat man sich unter anderem mit neuen iPhones und iPads in Stellung gebracht. Und das trotz weltweiter Lieferkrise. Und wenn man zwei gute Dinge kombiniert, kommt in diesem Fall eben eine neue Gaming-Bestenliste für iPhone und Co. dabei heraus. Auch vergangenen Monat haben sich die Entwickler nämlich mal wieder nicht lumpen lassen und wir können euch daher einmal mehr einige tolle Neuerscheinungen aus dem Apple Store präsentieren. Und damit herzlich willkommen auf dem Games.ch YouTube-Kanal und viel Spaß mit unseren Top 5 iOS-Games für den Monat Oktober 2021. Platz 5. Pinstripe. Bei Pinstripe handelt es sich um die Umsetzung eines bereits auf anderen Plattformen erhältlichen, ziemlich düsteren Abenteuers. Ihr schlüpft in die Rolle von Ted und die Story fängt recht harmlos mit einer Zugfahrt zusammen mit seiner Tochter an. Doch es dauert nicht lange und eine seltsame Gestalt namens Pinstripe taucht auf und kidnappt Teds Tochter. Um sie zurückzuholen, durchschreitet unser Held einige wahrhaft bizarre Level und die düstere Grafik, die Sprecher und das äußerst gelungene Sounddesign sorgen dabei für eine Atmosphäre, die einen regelrecht in den Bann zieht. Auch das Gameplay, das zwischen vereinzelten Kämpfen, Erkundung und Puzzles hin und her wechselt, weiß uns zu gefallen. Wer also auch nach Halloween Lust auf ein mit Horrorelementen angehauchtes Spiel hat, dem können wir Pinstripe ans Herz legen. Platz 4. Townscaper. Ihr braucht klare Vorgaben und ein Ziel in euren Spielen? Dann ist Townscaper definitiv nichts für euch. Manch einer würde es womöglich nicht einmal als richtiges Game bezeichnen, da ein wirkliches Spielziel, Belohnungsloops oder ähnliches gar nicht erst vorhanden sind. Was der Titel allerdings bietet, ist absolut zen-mäßiges Aufbau-Gameplay. Anders als in klassischen Städtebauspielen geht es hier nämlich nicht etwa darum, irgendetwas zu optimieren, sondern ganz einfach eure Fantasie freien Lauf zu lassen. Je nachdem, wo ihr hinklickt, was darum herum schon steht und auch welche Farbe ihr wählt, baut das Spiel etwas Passendes hinzu, dekoriert es entsprechend oder legt auf eigene Faust an passenden Orten eine Rasenfläche an. Es entspannt ungemein, seine kreative Ader auszuleben und dabei ganz nebenbei die zahlreichen Easter Eggs und sonstigen Spielereien zu entdecken. Diese haben die Entwickler in Townscaper nämlich an jeder Ecke versteckt. Wie gesagt, kann man nicht wirklich von einem klassischen Spiel sprechen. Aber spielerisch und verspielt ist Townscaper dafür umso mehr. Genau das Richtige also für alle, die gerade keine Lust auf Action oder Druck irgendwelcher Art haben und stattdessen einfach mal relaxen und nebenbei eine kleine Stadt wie aus einem Trickfilm auf ihren iPhone- oder iPad-Bildschirmen zaubern wollen. Platz 3. ActRaiser Renaissance. Wenn euch der Name ActRaiser etwas sagt, stehen die Chancen gut, dass ihr schon etwas älter seid. Ursprünglich feierte das Franchise in den 90er Jahren auf dem Super NES ihr Debüt, verschwand aber schon bald wieder fast komplett von der Bildfläche. Doch jetzt scheint Publisher Square Enix ein Erbarmen mit den Fans zu haben und hat ActRaiser Renaissance veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Remake des ersten Teils, bei dem man sich allerdings durchaus einiges an Freiheiten in der Spielgestaltung genommen hat. Doch das Grundgerüst, in dem ihr als eine Gottheit zum einen in einem Echtzeit-Strategieaspekt euer Können unter Beweis stellt, zum anderen auch in 2D-Sidescroller-Segmenten, die mehr auf Action ausgelegt sind, bleibt dasselbe. Auch die Grafik wurde natürlich aufpoliert, auch wenn manche Fans sicher die Pixeloptik von früher vermissen. Als Entschädigung ist aber die bekannte und grandiose Musik wieder am Start, inklusive neuer Arrangements. 20 Franken sind zwar ein stolzer Preis für ein iOS-Spiel, aber ein Nostalgietrip ist eben meist nicht ganz günstig. Platz 2. Unicorns on Unicycles. Ihr seid auf der Suche nach einem abgefahrenen Spiel? Wie wäre es mit Einhörnern, die sich auf Einrädern duellieren? Denn das ist der zentrale Spielinhalt von Unicorns on Unicycles, wie auch der Titel unschwer erkennen lässt. Egal ob die Story-Kampagne oder im Multiplayer-Modus, das Ziel ist immer dasselbe: den Gegner entweder mit dem eigenen Horn aufspießen oder ihn in eine der zahlreichen Fallen schubsen. Dank der äußerst fantasievollen Settings gibt es in jedem Level auch wieder etwas Neues zu beachten. Etwa Schwerelosigkeitsfelder und tödliche Laser im Weltall, Tretminen im Schlachtfeld-Setting oder auch Levels mit Trampolinen oder Wippen, auf denen ihr euch hin und her bewegt.
Die Steuerung ist dabei im Grunde enorm simpel. Ihr könnt euch vor- und zurückbewegen und auch angreifen. Aber da alles physikbasiert ist und die einzelnen Levels wie gesagt immer neue Herausforderungen bieten, fehlt es dem Kampfsystem keineswegs an Tiefgang. Definitiv eins der ungewöhnlicheren Spiele der letzten Zeit und sehr unterhaltsam sowie empfehlenswert. Platz 1: NBA 2K22 Arcade Edition. Die NBA 2K-Serie hat auf Konsolen seit einiger Zeit einen Ruf als technisch und in Sachen Gameplay grandiose Basketball-Simulation, welche sich als Vollpreisspiel aber sehr viel Goodwill mit Mikrotransaktionen verspielt. Gute Neuigkeiten für alle Apple Arcade-Abonnenten, denn NBA 2K22 Arcade Edition hat den Weg in Apples Gaming Flatrate gefunden. Und hier gibt es bekanntlich keinerlei In-App-Käufe. Zwar müsst ihr natürlich mit gewissen technischen Einschränkungen leben und auch die Kommentatoren fehlen. Aber die Präsentation ist dennoch gelungen, genauso wie das Gameplay, besonders wenn ihr mit einem Controller spielt. Auch verschiedene aus den Konsolentiteln bekannte Modi gibt es, inklusive Online-Unterstützung. Basketball-Simulationen kriegt man auf Smartphones eher selten, aber Genre-Fans kommen hier glücklicherweise in den Genuss einer sehr gelungenen Umsetzung auf den kleinen Screens. Unser iOS-Spiel des Monats. Einhörner, Basketball und Horrorelemente? Wenn das mal keine bunte Mischung ist. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben und abonniert am besten noch den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!